Europas größtes und meistbesuchtes Revue-Theater. Fast 3000 Quadratmeter Bühnenfläche, das bieten nicht viele Theater. Feuer, Wasser, Eis und die berühmte Kickline. Seit über 100 Jahren ist sie das Markenzeichen des Friedrichstadtpalasts. Der Vorgängerbau muss 1980 abgerissen werden. Danach wird sich auf der Bühne des neuen Palasts immer wieder übertroffen. Für die nächsten Wochen völlig fertig, was dieses Erlebnis betraf. Ein riesiges, ungewöhnliches Gebäude und eines der letzten Prestigeprojekte der DDR, errichtet zu Zeiten größter Mangelwirtschaft. Wir haben die Glasfassade nicht bauen können, weil die materiellen Voraussetzungen nicht da waren. Deswegen war das wirklich eine nationale Aufgabe, dass alle VEBs hier etwas beitragen mussten. Es entsteht eine ostdeutsche Ikone. Das war das Vorzeigetheater. Man wollte auch zeigen, die Überlegenheit der sozialistischen Unterhaltung. Und heute ist es längst ein spektakuläres Denkmal für ganz Berlin. Welche Geheimnisse schlummern hinter den Kulissen des Friedrichstadtpalasts? Wer hat ihn gebaut? Und warum wurde das Vorgängerhaus Tropfsteinhöhle genannt? All das zeigen wir Ihnen jetzt in unserem Film über den denkmalgeschützten Friedrichstadtpalast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Rauhut und ich bin der Direktor des Landesdenkmalamtes Berlin. Wir zeigen Ihnen heute den Friedrichstadtpalast. Und zwar so, wie Sie ihn noch nie gesehen haben. Denn das Haus ist nicht nur die größte Theaterbühne der Welt, es ist auch ein Denkmal. Und ist ein spannendes Beispiel dafür, wie die DDR in den 80er Jahren ihre Paläste gebaut hat. Der Friedrichstadtpalast ist ein Plattenbau, aber ein ganz besonderer. Er entstand im Vorfeld der 750-Jahr-Feier Berlins, bei der beide Hälften der damals geteilten Stadt zeigen wollten, dass sie das bessere Berlin sind. Die Pläne für den Palast stammen vom Architekten Manfred Brasser. Er wollte, dass der Theaterbau Heiterkeit und Lebensfreude ausstrahlt. Gebaut ist der Friedrichstadtpalast als Stahlbetonskelett. Die Fassade schmücken Bogen- und Rahmenmotive. Große Fenster mit farbigen Glasbausteinen strahlen tagsüber bunt nach innen und nachts nach außen. Der Palast soll an die Tradition der Revue-Theater in den 20er Jahren in der Friedrichstraße anschließen. So wie Wintergarten, Scala und Plaza. Deshalb hat das Bauwerk stilistische Merkmale des Art Deco und Jugendstils. Obwohl das bestimmende Element, die Platte, nicht versteckt wird. Ganz im Gegenteil. Der Friedrichstadtpalast sollte als Architektur der DDR erkennbar sein. Die Platten, mit denen der Palast verkleidet ist, sind aus Sichtbeton, dem man Travertin beigemischt hat. So entsteht ein sandsteinartiger Effekt. Diese hochwertig produzierten Betonelemente zeigen das technische Know-how der DDR zu dieser Zeit. Der Friedrichstadtpalast ist Höhepunkt und gleichzeitig auch Endpunkt der Palastbauten in Ostberlin. In den Jahren zuvor waren unter anderem der Palast der Republik und der Pionierpalast entstanden. Mit dem Friedrichstadtpalast bekam Ostberlin 1984 dann einen eindrucksvollen Showtempel mit neuester Technik. Doch auch die Geschichte des Theaters wurde beim Neubau gewürdigt. Reliefs an den Gebäudeseiten zeigen Motive aus der Vergangenheit des Friedrichstadtpalasts. Denn die begann schon 1919 mit dem Vorgängerbau, dem großen Schauspielhaus an der Spree, im Volksmund Tropfsteinhöhle genannt. Einige Bauteile des früheren Hauses konnten eher zufällig gerettet werden. Guten Tag, Herr Schmidt. Danke, dass wir hier sein dürfen. Herzlich willkommen in Ihrem Palast. Der Intendant und Geschäftsführer Dr. Bernd Schmidt lässt diese Relikte heute im Eingangsbereich des Palastes ausstellen und fühlt sich der Geschichte seines Hauses verpflichtet. Herr Schmidt, wir sind jetzt im Foyer des Friedrichstadtpalasts und das ist ja wirklich eine bombastische Architektur, muss man fast sagen. Ja, unter den Bedingungen der Mangelwirtschaft erstellt. 81, 82, 83, da schwamm die DDR nicht im Geld. Der Friedrichstadtpalast wurde ja nicht geplant
gebaut, ja, sondern weil das alte Haus quasi über Nacht geschlossen werden musste wegen baustatischer Probleme, die durch den Neubau der Charité entstanden. Und das war in den 5-Jahresplänen der DDR nicht drin, dass auf einmal so ein Riesenkoloss hier gebaut werden muss. Und deswegen war das wirklich eine nationale Aufgabe, dass alle VEBs hier etwas beitragen mussten. Manche Sand, manche Beton, manche diesen Bodenbelag. Und die Lampen, das sind Glasröhren aus milchverarbeitenden Betrieben. Ja? Da floss früher Milch durch und die wurden dann von den Bauherren noch ein bisschen verätzt, damit sie nicht eben so durchsichtig und normal aussehen. Und das sind jetzt alles so verätzte, toll gestaltete Lampen. Und das ist wirklich, finde ich, großartig, weil das zeigt auch, dass dieser Satz Not macht erfinderisch. Ja? In einer Mangelwirtschaft der DDR es gelungen ist, mit wenig Geld, mit wenig Mitteln ein wunderschönes Gebäude hierher zu zaubern. Und wenn wir uns jetzt hier so ein bisschen umschauen, das ist alles noch bauzeitlich, also genauso wie es damals gestaltet und gebaut worden ist. Als ich kam 2007, haben Vorgänger von mir versucht, hier so ein bisschen das Ostdeutsche auszutreiben. Und ich bin auch ein Westgeborener, habe ich immer sofort bedauert. Statt diesem schönen Leuchter hing eine Diskokugel. Aber tatsächlich, auch wenn es Ihnen jetzt wehtut, das ist rekonstruiert und nachgemacht. Aber alles andere, was wir sehen, alle anderen Lampen, die hier hängen, sind tatsächlich aus der Originalbauzeit 1984 eröffnet. Das Haus steht ja in einer Tradition. Es gab einen Vorgängerbau. Ja. Wie wichtig ist das für Sie? Unsere Geschichte reicht zurück bis 1919, ja, wo Max Reinhardt das große Schauspielhaus eröffnet hat. Das haben wir auch gefeiert. Ich lege Wert darauf, dass wir jüdische Wurzeln haben, die auch übrigens ein Eric Scharell hatte, der die ersten Revuen auf die Bühne gebracht hat ab 1924. Das ist sehr wichtig für unsere Geschichte, gerade mit dem, was wir heute so sehen. Und auch den Bauherren war das wichtig, ja, weil ich denke, viel, was wir hier sehen, haben sie aus dem alten Haus auch ein bisschen zitieren wollen. Ja, diese Tropfsteinhöhle, wie das alte Haus hieß, ist, glaube ich, mit diesen Lampen hier versucht worden nachzubilden. Und auch, dass wir hier hochlaufen müssen, um dann wieder runterzugehen in diesen atriumartigen Saal, ist auch etwas, was genauso im alten Haus war. Die Geschichte des alten Friedrichstadtpalastes ist Ihnen ja auch sehr wichtig. Und ich weiß, Sie haben auch ein ganz besonderes Objekt von dieser Geschichte. Ja. Auf den ersten Blick denkt man, das ist nichts Besonderes, eine Serviette. Und zwar nicht eine Serviette aus dem alten Haus, sondern der Gründungsmythos dieses Hauses. Der Erste Weltkrieg tobte noch und da hatte Max Reinhardt vor, die Kunst einer größeren Menge zur Verfügung zu stellen. Da wusste er, dass hier der Zirkus ist und er dachte, in diesem Zirkus, wo 5000 Leute reinpassen, da wollte er das machen und hat einen Architekten gesucht, der ihm das umbaut. Und da kam er auf Hans Pölzig und dann gingen die beiden nach Westberlin in einen Café und da hat Hans Pölzig mit großen Strichen das Äußere des Hauses skizziert, ja, wie das von außen aussehen könnte. Und tatsächlich sah es am Ende, was er da so hingeworfen hat, am Ende tatsächlich sehr weit danach aus. Und diese Serviette, die war in der Versteigerung. Da wurden aus dem Nachlass von Marlene und Hans Pölzig Dinge versteigert. Und da habe ich diese Serviette für knapp 7.000 € ersteigert, dass die nicht irgendwo anders landet. Weil das ist wirklich der Nukleus, der Gründungsmythos unseres Hauses. Von außen ist die tatsächliche Größe des Friedrichstadtpalasts nicht sofort zu erkennen. Erst innen eröffnen sich die wahren Ausmaße des Revue-Theaters mit rund 2000 Sitzplätzen. Hier im großen Saal schafften die Architekten Spannweiten von bis zu 48 Metern, ohne Stützen, dank der nicht sichtbaren Stahlkonstruktion. Herr Schmidt, dieser Saal ist ja wirklich beeindruckend. Sie als Intendant, was ist für Sie so besonders an dem Saal? Man sitzt aufsteigend, ja, was oft ja im Theater so nach unten geht. Also wirklich perfekt für die Kopfhaltung, keine störende Säule. Und ansonsten, wenn wir hier so natürlich so stehen, das ist schon ordentlich, ne? Fast 3000 Quadratmeter Bühnenfläche. Das bieten nicht viele Theater. Schon zur Eröffnung kamen ja hier die Prominenten der DDR. Ja. Das war wahrscheinlich ganz besonders. Also es war schon das Vorzeigetheater. Man wollte auch zeigen, die Überlegenheit der sozialistischen Unterhaltung. Und deswegen hat man auch in der Zeit von Devisenmangel, von Materialmangel,
hier nicht gespart. Ja. Die haben ja richtig reingegriffen und haben dieses Riesentheater gebaut. Und man wollte damit auch ein Statement setzen gegenüber dem Westen. Ich glaube, man hat auch strategisch durchaus gewusst, was man hier macht. Und das Theater leuchtet nach West-Berlin rüber. Und das war auch Absicht. Für wie wichtig halten Sie es, dass wir auch die DDR-Geschichte würdigen und auch schützen? Ich finde nicht, dass man die Kultur und Einrichtungen und Architektur erhalten muss, um die DDR zu ehren. Ja? Sie war eine Diktatur. Dennoch sind auch in der DDR große Leistungen vollbracht worden, sportlich, künstlerisch, menschlich. Und diese Zeit zu negieren und einfach auszublenden, die Zeit hat es gegeben. Und was ich hier mache, ist keine Ostalgie. Also ich mache jetzt hier keine FDJ-Revuen in modernem Kleid, sondern schon 21. Jahrhundert. Aber in einem historischen Kokon, der in der DDR gebaut wurde. Und der DDR ist es auch zu verdanken, dass es die Kunstform der Revue in Deutschland eigentlich überhaupt noch gibt. Ja, in der Bundesrepublik Deutschland, im westlichen Teil, ist das damals gar nicht gepflegt worden. Hier gab es das. Möglicherweise auch, weil die DDR sich dachte, Revue ist etwas Unpolitisches, was es nicht ist. Ja. Und man hat auch schon gesehen, bei der Eröffnung des Hauses hier, es war sehr politisch. Hier vorne saß ja die Frau Honecker, dann saß hier Erich Honecker und hier saß Günter Mittag, der damalige Wirtschaftsminister. Und die Technik, die waren so neu, da hat irgendwas nicht ganz funktioniert. Und dann musste der Moderator, der das Haus am 27. April 1984 eröffnet hat, O.F. Weidling, improvisieren. Und improvisieren in der Diktatur, schwierig. Ja? Und insofern hat er so ein paar harmlose Späße gemacht über die Versorgungslage in Berlin, Hauptstadt der DDR. Honecker hat sich beäumelt, das sieht man auch auf Aufnahmen, wie er sich da wegschüttet und total witzig findet. Günter Mittag hat sauer gelächelt und dann sagte O.F. Weidling, alle lachen. Nee, der Genosse Mittag nicht, doch, jetzt lacht er. Und das hat ihm der Genosse Mittag so krumm genommen, dass am nächsten Morgen, das wurde live ausgestrahlt, und am nächsten Morgen in der Wiederholung im Vormittagsprogramm war der Weidling schon rausgeschnitten und hatte ab dann de facto Berufsverbot. Der ist nie mehr auf einer Bühne gestanden. So viel zu Revue ist unpolitisch. Inwiefern steht dieses Haus, dieser Palast auch für die verschiedenen Umbrüche, Zeiten der deutschen Geschichte für Sie? Ich denke, am Palast kann man einiges erzählen, weil man die deutsch-deutsche Geschichte hier wunderbar erzählen kann an dem Haus. Und ich denke, dass es für viele DDR-Geborene und für viele, die im Westen geboren sind, heute herkommen, schön ist, sich hier an diesem Platz zu treffen. Die DDR-Geborenen sehen, dass etwas aus ihrer Geschichte auch im wiedervereinigten Deutschland eine große Bedeutung hat, geliebt wird, die größte, beliebteste Bühne nach Gästezahlen in Berlin ist. Ich glaube, das erfüllt viele mit einer gewissen Freude und auch Genugtuung, weil viele auch hier besondere Erlebnisse hatten. Ja. Viele hatten ihre Jugendweihen hier, die heute Jugendfeiern heißen, die gibt es immer noch, die veranstalten wir auch immer noch. Und ich denke, dass da auch viele sich sehr gefreut haben, als die Entscheidung aus ihrer Behörde da erging, dass das ein Denkmal wird. Herr Schmidt, vielen Dank, dass ich mit Ihnen einmal auf der Bühne des Friedrichstadtpalasts stehen durfte. Der Friedrichstadtpalast umfasst neben dem riesigen Saal mit der gigantischen Bühne auch viele Proberäume, Garderoben und Werkstätten. Hier wird alles selbst hergestellt, egal ob Kostüm, Requisite oder Bühnenbild. Bei der Planung des Gebäudes wirkten Theaterleute mit, sodass ein effizienter Grundriss entstand, der bis heute gut funktioniert und spannende Aufzüge umfasst. So gibt es zum Beispiel den sogenannten Dekorationsaufzug, der Kulissen und Zubehör direkt von den Werkstätten zur Bühne bringt. Auch viele andere Elemente aus der Bauzeit des Palasts sind nach wie vor im Einsatz, wie die unterirdische 18 Meter Drehscheibe der Hauptbühne, die Showregie und die Kantine. Wo heute die Tickets gekauft werden, hat man eine originale Theaterkasse von 1984 erhalten. Dass der Friedrichstadtpalast in einer Rekordbauzeit von nur 39 Monaten errichtet worden ist, spürt man nicht. Es heißt allerdings, dass die Arbeiten auch buchstäblich in letzter Minute fertig wurden. Während Honecker vorne zur Premiere reinkam, gingen die letzten Arbeiter angeblich hinten raus.
Erich und Margot Honecker verdeutlichten mit ihrer Anwesenheit bei der Premierenfeier die enorme Bedeutung, die der Neubau des Friedrichstadtpalasts für die DDR hatte. Das Varieté-Theater bildete einen Höhepunkt des Ausbaus Ostberlins in den 80ern. Die zentrale Rolle spielte dabei die Friedrichstraße. Sie sollte zu einem sozialistischen Weltstadtboulevard werden, mit Geschäften, Restaurants, Hotels, Theatern und Kabarets. Man wollte dem Kudamm im Westen Konkurrenz machen und ausländische Touristen anlocken. Denn der Staat brauchte dringend Devisen. Petra Pau hat diese Zeit in Berlin miterlebt. Sie war damals bereits politisch aktiv in der Hauptstadt der DDR. Frau Pau, wie wichtig war der Bau des Friedrichstadtpalasts damals für die DDR? Also ich kann mich sehr gut erinnern, dass wir in der Familie, aber auch ich persönlich, einen großen Verlust gespürt haben, als der alte Friedrichstadtpalast geschlossen werden musste. Gleichzeitig war die Aussicht auf etwas Neues und wir waren wirklich sehr froh, dass ein neuer Friedrichstadtpalast entsteht. Meine Eltern gehörten der Arbeiterklasse an. Und ich weiß, dass sie irgendwann nach dem Bau als Auszeichnung für besondere Leistungen Karten für den Kessel Buntes bekamen und das innen noch vor mir das erste Mal wahrnehmen konnten. Und sie kamen also für die nächsten Wochen völlig fertig nach Hause, was dieses Erlebnis betraf. Und ich habe noch erlebt, dass ABBA im alten Friedrichstadtpalast aufgetreten ist. Also ich war nicht im Publikum, sondern habe das vor dem Fernseher wahrgenommen. Mein Eindruck war schon, und das war sicherlich auch das Kalkül der Bauherren, dass das auch internationale Stars anzog, auf einer solchen Bühne tätig zu werden, was natürlich auch für die Menschen in der DDR nicht ganz unwichtig war. In den 80er Jahren war die Friedrichstraße wichtig für die DDR. Hier wurde gebaut, hier passierte etwas, hier wollte man auch zeigen, dass man Teil einer Weltstadt ist. Ja, natürlich. Und wenn man Gäste bekam aus der übrigen DDR oder gar aus dem Westen, dann ging man nicht nur, wenn man Abschied nehmen musste am Tränenpalast, weil die Westberliner wieder zu einer bestimmten Zeit die Grenze übertreten haben mussten hierher, sondern weil hier auch konsummäßig etwas geboten wurde, was noch nicht unbedingt der DDR-Standard war. Der Fall der Mauer war eine Zäsur in der Geschichte des Palasts. Eben noch das große Aushängeschild der DDR, nun auf der Abwicklungsliste des Senats. Die Zuschauerinnen und Zuschauer blieben aus. Das Konzept Revue-Theater schien überholt. In den 90ern steckte der Friedrichstadtpalast in einer tiefen Krise. Es gab sogar Pläne, das Gebäude abzureißen. Wenn Sie heute auf die Geschichte des Friedrichstadtpalasts schauen, über 40 Jahre ja auch bewegte Geschichte, ist das ein Erfolg für Sie? Ich halte das für eine Erfolgsgeschichte in ganz unterschiedlicher Weise. Natürlich das, was im Haus geschieht und rundherum. Auch, dass es gelungen ist, nach 1990, nach der Herstellung der staatlichen Einheit, eine Perspektive zu finden, weil so richtig passt ja auch dieses Haus nicht in irgendeine bundesdeutsche Norm. Und dass es gelungen ist, dieses Haus nicht nur zu erhalten, sondern weiterzuentwickeln und es eben auch in der heutigen Zeit eine wichtige Rolle hat. Das halte ich für eine Erfolgsgeschichte. Aber ich habe mit Menschen, die eine Ostberliner Biografie haben und mit Menschen, die eine Westberliner Biografie haben, gesprochen. Und alle haben mir bestätigt, dass es bis heute für sie wichtig ist, dass es dieses Haus nicht nur noch gibt, sondern dass es so dasteht, wie es dasteht, auch immer mit was Neuem. Das ist ja auch eigentlich eine Tradition, die schon in den 20er Jahren an der Friedrichstraße beginnt und mit diesem Haus in der DDR weitergeführt wird. Ja, ich finde, da sollten wir als Berlinerinnen und Berliner, ob in einer Verantwortung, staatlicher Verantwortung oder wie auch immer, oder auch als Kulturkonsumierende auch viel selbstbewusster sein und sagen, das hat Wurzeln bewahrt, hat manches wiedergebracht. Aber auch das gehört natürlich dazu, wenn wir sehen, wer in den 1920er Jahren die Berliner Kultur mitgeprägt hat, ist auch der Verlust sehr deutlich. Das halte ich für ganz wichtig, dass man nicht geschichtslos unterwegs ist, sondern auch daran erinnert. Wir sind unterwegs auf den Spuren dieser Geschichte und gehen zu dem Ort, an dem der frühere Friedrichstadtpalast einmal gestanden hat. Direkt an der Spree neben dem Berliner Ensemble. Hier
baute der Architekt Hans Pölzig die erste Berliner Markthalle 1919 in das große Schauspielhaus um. Die gigantische, expressionistische Tropfsteinhöhle wurde unter der Leitung von Max Reinhardt zur schillerndsten Bühne Berlins. Die Nazis vertrieben den jüdischen Regisseur und Intendanten und machten aus dem Haus 1934 das Theater des Volkes. Das Programm war fortan von der NS-Ideologie bestimmt. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg hieß es Friedrichstadtpalast und wurde zum größten und bedeutendsten Unterhaltungstheater der DDR. Ja, wir sind jetzt am Standort des alten Friedrichstadtpalasts. Haben Sie den damals noch besuchen können? Ich habe ihn besucht und ich gestehe, ich würde das jetzt hier überhaupt nicht wiedererkennen. Meine tiefste Erinnerung ist, dass wir immer gezittert haben, wenn unsere Eltern Karten besorgt hatten, ob wir hinter einer Säule sitzen oder davor, so dass man wirklich alles Geschehen auf der Bühne sehen kann. Ansonsten war das für mich ein imposantes Gebäude, man könnte auch sagen ein Klotz, der dort stand. Und es gehört natürlich auch dazu, wenn wir uns den Standort hier angucken, das Zusammenspiel und dass das ein Ort der Kultur, des Theaters ist. Und können Sie sich erinnern, welche Shows Sie hier gesehen haben? Das weiß ich ziemlich deutlich. Es waren tatsächlich die Kinder- und Jugendproduktionen, also Clown Ferdinand. Und ich denke, einmal war ich auch im alten Friedrichstadtpalast im Kessel Buntes. Das heißt, auf der Bühne waren auch die damaligen Stars oder Prominenten der DDR. Absolut. Und zogen eben dann auch auf die andere Bühne um und weiter. Also Kessel Buntes als Unterhaltungssendung im DDR-Fernsehen war eigentlich ein Sonnabendabendstandard. Auch als er dann im neuen Friedrichstadtpalast produziert wurde oder in einzelnen Kulturhäusern in den Bezirken der DDR. Aber es gab eben Konstanten. Helga Hahnemann ist eine solche Legende, mit der ja auch Menschen, die in der alten Bundesrepublik groß geworden sind, durchaus noch was verbinden. Als dann bekannt wurde, dass der alte Friedrichstadtpalast abgerissen wird, wie hat das die Öffentlichkeit wahrgenommen? Das war ja relativ schnell klar, dass neu gebaut werden soll. Aber was wird das? Und hat das was mit dem zu tun, was man damit verbindet? Inzwischen wissen wir, es war noch was viel Größeres und ganz anderes und gleichzeitig aber auch die Bewahrung der Tradition. Also Angst vor dem Verlust, aber auch Hoffnung auf was Neues, die sich damit Absolut. verband. Frau Pau, vielen Dank, dass Sie sich für uns erinnert haben nochmals. Sehr gern. 1980 wurde der alte Friedrichstadtpalast wegen statischer Probleme geschlossen. Die Fundamentpfeiler waren verfault, das Gebäude nicht mehr zu retten. 5 Jahre später der Abriss. Dabei entdeckte man Reste der gusseisernen Fassade der alten Markthalle und legte sie frei. Heute steht sie vor dem Friedrichstadtpalast, genauso wie ein Denkmal, das an die Gründerväter des Theaters erinnert. An Max Reinhardt, Hans Pölzig und Eric Charell, den Erfinder der berühmten Girl-Reihe. Es ist wichtig, Erinnerungen an die bewegte Geschichte des Friedrichstadtpalasts lebendig zu halten. Auch deshalb haben wir das Haus 2020 unter Denkmalschutz gestellt. Für ihn war es ein ganz besonderer Moment, eine Auszeichnung. Denn Jürgen Lederburger war damals Oberbauleiter und trug die Gesamtverantwortung für den Bau des neuen Friedrichstadtpalasts. Seine Erinnerungen an dieses Projekt mit all seinen Besonderheiten hat er als Buch veröffentlicht. Herr Lederburger, wie erinnern Sie sich an den Bau des Friedrichstadtpalastes? Was war das für ein Projekt für Sie? Also für mich war das entscheidende Projekt, was ich in meiner Lebenszeit gemacht habe. Die Erfüllung meiner Träume. Jetzt ist ja bekannt, dass in den 80er Jahren Baumaterialien in der DDR durchaus knapp waren. Wie haben Sie da auf der Baustelle mit solchen Herausforderungen umgehen müssen? Also wir haben einmal genau vorher gewusst, was wir einbauen wollen, aber es gab auch viele Probleme. Wir haben zum Beispiel die Glasfassade nicht bauen können, weil die materiellen Voraussetzungen nicht da waren. Und deshalb mussten wir dann die ganze Ausstattung in Form von Betonfertigteilen anfertigen. Die Bauweisen haben uns dann auch gewisse Zwangspunkte gebracht. Wir haben zum Beispiel die ganzen
Dachkonstruktion als Stahlbinder gebaut. Und die DDR hatte nur 2 dieser Hebezeuge, die diese Stahlbinder leistungsmäßig montieren konnten. Und da gab es eine Havarie in dem Kohlekombinat in Lauchhammer und da wurde der Kran für 6 Wochen abgezogen. Aber das waren auch interessante Aufgaben, die wir dann in kurzer Zeit gemeistert haben. Es gibt ja auch wirklich besondere Elemente, die die Bühne prägen. Die waren ja wahrscheinlich gar nicht so lieferbar, sondern die musste man wirklich entwerfen und planen und bauen und sich überlegen. Ja, also das eine war die Vorbühne, wo also dort 3 verschiedene Bühnen aufgebaut werden konnten, wo sie aus dem Keller, aus Magazinstellungen nach oben gefahren wurden. Das war also ein Wasserbecken, das war eine Zirkusmanege und das war auch eine Eisfläche, wo also viele internationale Leute dann auch ihre Künste zeigten. Der Leiterin des Johanneshof, der war ja gleich daneben, das war das Regierungshotel. Und der haben wir gesagt, naja, jetzt werden wir auch Löwen und Raubtiere zeigen. Und da fragt die mich ganz entsetzt, na was ist denn, wenn der Löwe da abhaut und bei uns in den Johanneshof kommt? Und da habe ich ihr gesagt, na vielleicht haben wir dann einen Minister weniger. Aber ist nie passiert. Nee, ist nie passiert. Der Friedrichstadtpalast ist seit einigen Jahren ein Denkmal, weil er ein wichtiges Zeugnis der DDR-Architektur ist. Ja, auf jeden Fall. Damit haben wir eigentlich allen gezeigt, dass dieser Friedrichstadtpalast auch zu Berlin gehört und in seiner ganzen Art und Aufbauweise für eine große Spielleistung möglich ist. Und ich bin wirklich zufrieden, dass auch viele andere DDR-Architekten jetzt in Ostberlin diese Möglichkeit erfahren, dass ihr Gebäude Denkmal wurde, denn es sind wirklich schöne Bauten gewesen, die wir in der Zeit vor der Wende errichtet haben. Die mittlerweile Teil der Stadt geworden sind. Ja, das stimmt. Vielen Dank, dass Sie uns ein bisschen mitgenommen haben auf die Baustelle des Friedrichstadtpalasts. Fast 300 Shows pro Jahr, 700.000 Gäste und über 100 Jahre Geschichte. Der Friedrichstadtpalast ist heute beliebter denn je und ein ganz besonderes Denkmal, auf das Berlin stolz sein kann. Wir hoffen, Ihnen hat unsere kleine Zeitreise durch die Geschichte des Friedrichstadtpalasts gefallen. Wenn Sie noch mehr über das Bauprogramm der DDR in den 80er Jahren erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen unseren Film über den Gendarmenmarkt. Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Entdecken der Berliner Denkmale.